Netzunterwäsche ist nur was für Frauen? Ich glaube nicht, denn ich trage auch welche. Warum, erfahrt ihr heute in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute haben wir für euch von Aclima die Woolnet Bekleidungslinie. Ich habe es gerade gesagt, eigentlich Netzunterwäsche ist nur was für Frauen. Jeder, der früher mal bei der Bundeswehr war, wird vielleicht noch die alten Netzunterwäschsachen kennen. Ich glaube, Bryony war das, die das gebaut haben. Der Erik kann da bestimmt mehr dazu sagen als ich, aber definitiv gab es das schon mal bei der Bundeswehr mit dem Hintergedanken, dass Netzunterwäsche natürlich den riesen Vorteil hat. Durch die Netzkonstruktion entstehen Luftpolster und dem hat man sich auch bei Aclima bedient. Ich sage immer, wenn diese Netzunterwäsche so uncool wäre, dann wäre sie nicht in der Crye Precision Athos Serie gelandet. Und genau da werdet ihr, wenn ihr auf die Crye-Seite geht, die Bekleidung von Aclima finden. Denn die haben für ihre Winterline, die Athos-Line, haben die quasi als First und Second Layer sich für Aclima entschieden. Einfach weil die Norweger mit kalten Temperaturen gut umgehen können und mit ihrer Merino-Wolle schon jahrelange gute Erfahrungen gemacht haben. Dem kann ich mich nur anschließen aktuell. Ich bin vielleicht jetzt nicht der Operator bei Crye Precision, der da durch alle Temperaturzonen wandert, aber ich habe hier, wie ihr sehen könnt, mein Woolpower Set schon eine Weile im Einsatz. Genau genommen 1,5 Jahre und ihr seht das auch schon von der Abnutzung her. Es ist natürlich ein bisschen fluffy hier vorne so auf der Front, aber das war es auch schon. Also tatsächlich könnte man meinen, eine Netzkonstruktion wäre vielleicht ein bisschen anfälliger, ist sie aber nicht, weil das Netz relativ eng gewebt ist. Aclima setzt hier auf 91% Merino-Wolle, das sind 120 Gramm pro Quadratmeter, 2% Elastan und 7% Polyamid. Das wäre jetzt von der Materialstärke tatsächlich nochmal etwas weniger als die Lightwool-Sachen, die wir hier hinten hängen haben, die wir auch demnächst nochmal vorstellen werden. Wobei ich dazu auch schon mal ein Video gemacht habe über das Lightwool-T-Shirt. Das machen wir jetzt nochmal neu, weil die Lightwool-Serie ein bisschen gewachsen ist und die Materialstärken sich etwas geändert haben. Also tatsächlich hier etwas, was von der Temperatur her mit 120 Gramm eher wenig klingt. Also gerade wenn ich das jetzt auch mit dem T-Shirt vergleiche. Aber es gibt von der Woolpower-Serie auch nochmal eine Woolpower Light-Serie mit noch weniger. Und das hier ist tatsächlich auch ein bisschen dicker. Also ich würde nicht sagen, dass diese Unterwäsche jetzt hier für den Sommer designt ist, sondern eher so für Frühjahr und Herbst, also Übergangszeit. Natürlich auch im Winter in Kombination zum Beispiel mit einer Hot Wool von Aclima. Die kann ich auch gerne noch mal vorstellen, wenn der Bedarf bei euch da ist. Also das wäre quasi immer das Next to Skin, also das, was wirklich auf der Haut am nächsten getragen wird, an Unterwäsche als erster Layer mit der Luftpolsterbildung durch die Netzstruktur und darüber liegen dann weitere Schichten, vielleicht auch Unterwäscheschichten, falls denn die Temperatur so niedrig ist, dass man das benötigt. Ich habe hier die Aclima lange Unterhose auch nochmal für euch. Da muss ich dazu sagen, seitdem ich die im Einsatz habe, hat die sich vom Design her ein bisschen geändert. Ihr seht es hier bei mir schon, die ist von der Materialstärke, sieht die fast überall gleich aus, auch im Kniebereich. In der neuen Variante ist das hier nochmal optisch ein bisschen abgehoben, obwohl der hier auch gedoppelt ist, der Kniebereich. Also da werdet ihr definitiv nochmal einen größeren Unterschied sehen. Und auch im Bundbereich hat man hier im Vergleich beim Oberteil das Design hier, das wäre das neue Design und ich habe quasi noch das alte Design bekommen. Ja, das heißt, die Sachen sehen jetzt alle so aus und so werdet ihr sie auch dann auf der Crye Precision Seite nochmal sehen. Ja, was soll ich sagen? Meine Erfahrung mit der Unterwäsche ist sehr, sehr gut. Ich habe durchgängig im Frühjahr und im Herbst das als Unterwäsche an, wenn ich draußen unterwegs bin, ohne eine zweite Schicht drüber und habe tatsächlich es noch nicht vermisst. Ich habe jetzt als Versuchstest will ich im Winter jetzt einmal starten mit der als First Layer und als Second Layer oben drüber die Hot Wool von Aclima, um dann einfach mal zu gucken, wie funktionieren diese beiden Sets übereinander, gerade auch was die Bewegung angeht. Schwitzt man schnell, ist es eher was für die Statik oder was auch immer. Von daher
bin ich da sehr gespannt, wie sich das im Großen und Ganzen dann schlagen wird. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, auch wenn man ein bisschen ulkig aussieht, wenn man so Netzunterwäsche anhat, also meine Frau hat herzlich gelacht, als ich das erste Mal durch die Wohnung gelaufen bin in dieser Unterwäsche. Aber das sieht ja zum Glück keiner, weil es ja Unterwäsche ist. Aber ich kann es euch sagen, diese Netzstruktur funktioniert, die Luftpolsterbildung ist da und dadurch hat man natürlich ein sehr, sehr gutes Klima. Dadurch, dass Aclima, gutes Klima, Aclima, dass Aclima da einen hohen Merino-Wolle-Anteil nutzt, hat man auch viel, viel weniger Probleme mit Schwitzen, Schweißbildung schon, aber Geruchsbildung, weil Merino-Wolle da tatsächlich ein sehr, sehr gutes Material ist und natürlich auch aufgrund der Naturfaser ist es auch flammenhemmend, also auch da in Sachen Militärnutzung eine sehr, sehr gute Unterwäsche, die nochmal unter der normalen Kampfbekleidung getragen werden kann. Ihr bekommt alle Produkte von Aclima inklusive der Woolnet-Geschichten hier von Aclima bei Regan Company. Der Link dazu ist hier unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Habt ihr selber schon mal Netzunterwäsche getragen? Und jetzt, da gelten jetzt nicht die Strapse eurer Frau, sondern tatsächlich hier Funktionsunterwäsche, sei es von anderen Herstellern oder von Aclima. Dann schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.